Paul verdient heute mehr als doppelt so viel wie vor 10 Jahren. Mehr als doppelt. Und sein Konto zeigt am Monatsende genau dasselbe wie damals. Nichts. Er hat nicht gezockt, keine Katastrophe gehabt, keinen teuren Skandal. Trotzdem ist ein ganzes Jahrzehnt voller Gehaltserhöhungen einfach verschwunden. Die Frage ist, wohin? Denn es gibt ein Konto, das die meisten Menschen nie eröffnen. Nicht bei einer Bank, in ihrem Kopf. Wer es kennt, wird mit der Zeit frei. Wer nicht, rennt sein ganzes Leben und kommt nie an. Paul kannte es 10 Jahre lang nicht. Genau darum geht es auf diesem Kanal. Um die verborgene Seite des Geldes, die dir sonst niemand zeigt. Und heute lösen wir ein Rätsel, in dem sich fast jeder wiederfinden wird. Also, spulen wir 10 Jahre zurück und schau genau hin, denn die Falle, in die Paul tappt, ist so leise, dass er sie selbst nie bemerkt hat. Damals verdient Paul 2000 Euro netto im Monat. Es reicht, gerade so. Und wie die meisten ist er sich sicher, wenn ich erstmal mehr verdiene, dann fange ich an zu sparen. Dann wird alles leichter. Merk dir diesen Satz. Wenn ich mehr verdiene, dann spare ich. Halt ihn im Kopf, während wir Paul beim Aufsteigen zusehen. Dann kommt der große Tag, die Beförderung. 800 Euro brutto mehr. Paul ist überglücklich, endlich angekommen, endlich anerkannt. Zum ersten Mal fühlt es sich an, als ginge es bergauf. Jetzt kommt der erste Ort, an dem Geld leise verschwindet. Eine Erhöhung gibt's brutto, was bei dir ankommt, ist netto. Und netto bleibt von den 800 oft nur etwa die Hälfte. Steuern und Sozialabgaben holen sich den Rest. Deutschland hat eine der höchsten Abgabenlasten der Welt. Tja, aber das ist erst der Anfang. Denn die 450, die übrig bleiben, die fühlt Paul gar nicht als Sparpotenzial. Er fühlt sie als endlich. Endlich die schönere Wohnung. Endlich das Auto, das er sich immer angeschaut hat. Hat er sich ja verdient. Und ein Jahr später schaut Paul aufs Konto und da ist nichts. Aber er denkt sich nichts dabei. War halt die Anschaffung. Nächstes Jahr fange ich an. Die Erhöhung ist da. Spüren tut er sie nicht mehr. 2 Jahre später die nächste Erhöhung. Aus 2000 werden 2800 netto. Paul fühlt sich endgültig erfolgreich. Größerer Fernseher, schöner Essen, der Urlaub eine Klasse besser. Naja, und wieder, am Ende des Jahres, Konto fast null. Aber es stört ihn nicht. Er verdient ja mehr. Es geht doch bergauf, oder? Und jetzt, heute. Aus 2000 sind 4000 netto geworden. Paul verdient doppelt so viel wie zu Beginn. Und genau das, doppeltes Gehalt, war vor 10 Jahren sein allergrößter Traum. Jetzt ist er da. Und er tut das, was er sich damals geschworen hat. Er schaut nach, wie viel er inzwischen gespart hat. Er öffnet das Konto. Und da steht null. Nach 10 Jahren, nach doppeltem Gehalt. Genauso viel wie ganz am Anfang. Und zum ersten Mal hält Paul inne. Warte mal, ich verdiene doppelt so viel. Ich habe nichts Verrücktes getan. Ich habe nie über meine Verhältnisse gelebt, dachte ich. Wie kann es sein, dass nichts übrig ist? Wirklich gar nichts. Nun, das ist die Frage, die sich Millionen irgendwann stellen und die fast keiner beantworten kann. Denn das Geld ist nicht weg, weil Paul dumm war. Es ist weg, weil etwas mit ihm passiert ist, das er nie bemerkt hat. Also, lass es uns gemeinsam aufdecken. Schritt für Schritt. Wo sind Pauls 10 Jahre Gehaltserhöhungen wirklich hin? Die Antwort ist nicht ein großer Fehler. Es sind 100 kleine, von denen sich jeder einzelne völlig richtig anfühlte. Psychologen haben dem Muster einen Namen gegeben. Die hedonische Tretmühle. Sie funktioniert so. Paul gönnt sich etwas Besseres. Das Auto, die Wohnung. Die ersten Wochen ist es großartig. Und dann passiert das Verräterische. Es wird normal. Das, was sich letztes Jahr wie Luxus anfühlte, ist heute einfach sein Standard. Und damit der gute Moment zurückkommt, braucht er das nächste Upgrade. Und das nächste. Sein Lebensstil wächst exakt so schnell wie sein Einkommen. Genau deshalb war am Monatsende nie etwas übrig. Jede Erhöhung hatte schon einen Platz, bevor sie überhaupt ankam. Tja, und es gibt einen zweiten, noch leiseren Antrieb. Die anderen. Mit jedem Schritt nach oben kamen neue Kollegen, ein neues Umfeld. Und auf einmal war das, was Paul fuhr und trug, ein Vergleich. Er kaufte nicht, weil er etwas brauchte. Er kaufte, um mitzuhalten. Und jeder Euro, der ins Mithalten floss, war ein Euro, der nie für ihn arbeitete. Und damit zerbricht der Satz vom Anfang. Wenn ich mehr verdiene, dann spare ich. Er war nie wahr. Nicht, weil Paul faul war, sondern weil mit dem Einkommen auch sein Anspruch wuchs. Automatisch, unsichtbar, schneller, als er sparen konnte. Das ist die Tretmühle. Du rennst immer schneller und bleibst doch auf derselben Stelle.
nur dass die Stelle jedes Jahr teurer wird. Und Paul ist damit nicht allein, nicht mal annähernd. Umfragen aus den USA zeigen, selbst von denen, die über 500.000 im Jahr verdienen, lebt rund jeder Zweite von der Hand in den Mund. Der Grund, den die Forscher nennen, genau das hier: Lifestyle Creep. Mehr Einkommen, mehr Ausgaben, null übrig, nur auf einem immer höheren Niveau. Die Tretmühle kennt kein Gehalt, das hoch genug ist. Aber jetzt kommt der Teil, der wirklich wehtut. Denn es bleibt nicht beim Nichts gespart. Je mehr Paul verdient, desto schwerer kommt er aus der Falle wieder raus. Warum? Weil mit dem großen Gehalt die Fixkosten groß werden, die hohe Miete, die Leasingrate, der Lebensstandard, an den sich seine Familie längst gewöhnt hat. Sein Leben kostet jetzt genau so viel, wie er verdient. Das nennt man goldene Handschellen. Paul verdient gut, aber er kann nicht mehr aufhören. Ein einziger Monat ohne Gehalt und das ganze Kartenhaus wackelt. Und jetzt das Bitterste. Der Paul von vor 10 Jahren, der wenig verdiente, hätte jederzeit kündigen können. Er hatte kaum etwas zu verlieren. Der Paul von heute, der doppelt verdient, sitzt fest. Er hat mehr Geld und weniger Freiheit. Das ist die Pointe der Gehaltserhöhung, über die niemand spricht. Sie hat Paul nicht freier gemacht. Sie hat sein Leben teurer gemacht und ihn abhängiger von genau dem Job, aus dem er eigentlich raus wollte. Er hat sich ein teureres Hamsterrad gekauft. Also, was hätte Paul anders machen müssen? Es gibt genau eine Sache, und sie hat nichts mit der Höhe seines Gehalts zu tun. Es war nie eine Frage des Einkommens. Es ist die Lücke, der Abstand zwischen dem, was reinkommt, und dem, was rausgeht. Und hier ist der eine Satz, der alles entscheidet. Reich wird nicht, wer am meisten verdient, sondern wer die größte Lücke behält. Paul hat sein Einkommen verdoppelt, aber seine Lücke ist immer null geblieben. Jede Erhöhung hat er sofort in seinen Lebensstil gesteckt, statt in den Abstand. Und ohne Lücke gibt es nichts, was für dich arbeiten kann, egal wie hoch das Gehalt. Und genau hier liegt die Chance, die fast jeder verpasst. Die nächste Gehaltserhöhung ist der einfachste Moment, eine Lücke zu öffnen, wenn du tust, was kaum jemand tut. Du änderst nichts. Du lebst weiter wie vorher. Und die ganze Erhöhung, netto, wandert nicht in deinen Lebensstil, sondern zur Seite. Jeden Monat. Und jetzt rechnen wir kurz nach, denn hier wird's konkret. Legst du diese Erhöhung an, sagen wir 500 € im Monat, breit gestreut an der Börse, im langjährigen Schnitt rund 7%, mit teils heftigen Schwankungen, dann werden daraus über 10 Jahre über 80.000 €. Über 80.000 € aus genau dem Geld, das Paul sonst spurlos verlebt hätte. Geld, das er nie vermisst hätte. Er hatte es ja vorher auch nicht. Das ist der ganze Trick. Nicht mehr verdienen, sondern beim nächsten Mehr nicht mitwachsen. Wer mit 4.000 weiterlebt wie mit 2.000, öffnet eine Lücke, die ihn mit der Zeit frei macht. Wer den Lebensstil jedes Mal mitzieht, bleibt im Rad, egal wie hoch das Gehalt wird. Und nein, das heißt nicht, nie etwas zu genießen. Gönn dir einen Teil, aber nicht die ganze Erhöhung. Lass den größeren Teil für dich arbeiten, bevor dein Anspruch ihn auffrisst. Tja, das Unbequeme ist nur, es fühlt sich nach Verzicht an, obwohl es das Gegenteil ist. Du verzichtest nicht auf Dinge. Du kaufst dir die wertvollste Sache überhaupt. Die Freiheit, irgendwann nicht mehr zu müssen. Erinnerst du dich an das Konto vom Anfang? Das, was die meisten nie eröffnen? Das ist es. Das Konto, auf das jede Erhöhung wandert, bevor dein Lebensstil sie überhaupt zu sehen bekommt. Im Stillen wachsend, unsichtbar. Das ist dein Schattenkonto. Denn die Wahrheit über Gehaltserhöhungen ist am Ende ganz einfach. Eine Erhöhung, die du verlebst, macht dich nur teurer. Eine Erhöhung, die du behältst, macht dich freier. Dasselbe Geld, zwei völlig verschiedene Leben. Also, wenn du das nächste Mal eine Gehaltserhöhung bekommst, stell dir nicht die Frage, die alle stellen. Was kann ich mir jetzt endlich leisten? Stell dir die Frage, die fast niemand stellt. Schaffe ich es, einfach nichts zu ändern? Denn die einzige Gehaltserhöhung, die je jemanden freigemacht hat, war die, die er nicht ausgegeben hat. Und das Verrückte? Von außen sieht dieser Mensch aus, als hätte er es nicht geschafft. Gleiches Auto, gleiche Wohnung seit Jahren. Während der Erfolgreiche mit dem großen Wagen in Wahrheit jeden Monat zittert.
Reich ist nicht, wer am meisten verdient, reich ist, wer die größte Lücke behält. Den Rest erledigt die Zeit. Also, überleg mal ehrlich, wann hattest du zuletzt mehr Geld auf einmal? Und wohin ist es verschwunden? Schreib's in die Kommentare. Und wenn du die Seite des Geldes verstehen willst, die dir sonst niemand zeigt, dann abonniere Schattenkonto. Bis zum nächsten Mal.